Servus und willkommen zum neuen Video. Wir haben heute den Superfly 5 hier und mit dem Superfly 4 hatten wir leider relativ viele Probleme gehabt. Deshalb bin ich heute gespannt, wie der neue Superfly abschneidet. Viel Spaß beim Video. I used to be so innocent. All the things that happened have changed me. Internally, have changed me. And somehow you tore down all of those I placed to keep me safe from going insane. Der neue Superfly 5 hat beim Komfort einen deutlichen Fortschritt gemacht. Das Material ist noch weicher und bereits nach 1 bis 2 Stunden eingelaufen. Die neue Sohle verleiht einem das Gefühl, dass man noch näher am Boden ist und somit subjektiv schneller bei Richtungswechseln und Sprints. Das mag auch nur Kopfsache sein, aber wir haben den Schuh gegen andere Speedboots antreten lassen und der Superfly konnte mit seiner Sohle am meisten überzeugen. Trotzdem ist der Komfort nicht perfekt. Selbst nach 4 Wochen hatte ich noch Blasen an der linken Ferse, aber es war deutlich geringer als beim Superfly 4. Tim und Michi blieben davon verschont. Die Passform ist eng und daher für breite Füße eher nicht geeignet. Der Lockdown ist noch besser geworden, da der Schuh besonders im Mittel- und Vorderfuß besser anliegt. Wer einen schmalen Fuß hat oder den Schuh gern enger trägt, sollte eine halbe Nummer kleiner bestellen bzw. die Größe vom Superfly 4 nehmen. Auch beim Ballgefühl konnte Nike noch eine Schippe drauflegen und zum Klassenprimus, dem Ace 16 Plus oder dem EvoSpeed 1.5 aufschließen. Das Material ist weicher und flexibler geworden, das hat zur Folge, dass man dadurch ein perfektes Ballgefühl und einen barfußähnlichen Touch bekommt. Wenn auch der Superfly 5 keine Applikation besitzt, Ballernamen, Pässe, Flanken und Schüsse klappen perfekt, sodass man eine Pass- oder Schusszone gar nicht vermisst. Somit ist der Superfly 5 einer der besten Schuhe, was das Ballgefühl und den Touch angeht. In unserem 6-wöchigen Test gab es anfangs wenig zu klagen. Der Schuh ist besser verarbeitet und besitzt eine Schutzschicht, die zwischen Sohle und Obermaterial angebracht ist. Diese soll verhindern, dass der Schuh vorzeitig aufgeht. Hat auch soweit gut funktioniert, selbst auf Kunstrasen. Was dagegen weniger gut funktioniert hat, sind die neuen Stollen. Denn wenn man auf Rasen als auch Kunstrasen mit der FG-Version spielt, riskiert man einen Stollenbruch, wie es bei Tim passiert ist. Somit bleibt einem nichts anderes übrig, als die FG und die AG-Variante zuzulegen, falls man beide Plätze bespielen muss, wie es auch bei Tim der Fall war. Beim Vorgänger waren die Stollenprobleme nicht nach so einer kurzen Zeit vorgekommen, aber auch vorhanden. Der Superfly hat für einen Speedboot eine gute Haltbarkeit, aber er wird wohl kaum eine Saison überleben. Für 300 € sollte es besser gehen.
Insgesamt bringt der neue Superfly 5 sehr viele positive Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger mit. Das neue Obermaterial bietet ein sehr gutes und barfußähnliches Ballgefühl, die Einlaufzeit ist kürzer, der Komfort und die Passform wurden verbessert und die neue Sohle konnte uns komplett überzeugen. Trotzdem gibt es einige Kritikpunkte, die zu einer Abwertung führen. Der Schuh wird den Preis von knapp 300 € nicht gerecht, dafür würde ich mir persönlich zwei Mercurial Vapor holen. Die FG-Stollen sind für Kunstrasen zu lang, man hat speziell auf flachem Kunstrasen öfters das Gefühl hängen zu bleiben oder umzuknicken. Wer auf Kunstrasen spielt, sollte sich nicht nur aus Haltbarkeitsgründen die AG-Version zulegen. Ich hatte auch teilweise Reibung und Druckstellen an der Ferse, auch wenn diese im Vergleich zum Vorgänger deutlich weniger präsent sind. Mit seinen 200 Gramm in Größe 44 ist der Mercurial sehr leicht, doch zum Leichtgewicht Evo Speed fehlen dem Schuh von Nike knapp 60 Gramm und im direkten Vergleich spürt man den Unterschied. Mit dem neuen Mercurial Superfly 5 macht Nike vieles richtig. Trotzdem gibt es einige Kritikpunkte, die andere Modelle besser beherrschen. Wer einen schmalen Fuß besitzt und 300 € übrig hat, sollte sich den Superfly 5 trotzdem mal anschauen. Wer Geld sparen will, holt sich den Vapor 10 oder 11. Beide Modelle sind rund die Hälfte günstiger als der Schuh von Cristiano Ronaldo. Was ist deine Meinung zum Superfly 5? Würdest du dir das Modell zulegen? Schreibe das wie immer unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal.